Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Der ein oder andere wird sich daran erinnern, dass ich vorhatte, mein merkwürdiges Modell, was ich bei eBay ersteigert hatte, von der V160, bestehend aus dem Gehäuse von der 3075 und dem Gestell der 3674 von Märklin, entweder eine andere Lokomotive zu machen, beziehungsweise sie jetzt einfach zu behalten und das Ganze farblich nachzubehandeln, um diese beiden völlig unterschiedlichen Farbschemen irgendwie so ein bisschen anzugleichen. Die Drohung habe ich jetzt wahrgemacht, bin hingegangen, habe meine Farbtöpfe hervorgekramt, habe mir so ein 6er-Pack Grundfarben von Pulverfarben bestellt, um das mal zu probieren. Habe das Ganze soweit durchgezogen und warum ich in der Überschrift sage, vorübergehend gescheitert, das seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, zum letzten Mal in dieser vollen Pracht zu sehen, diese merkwürdige Kombination. Das heißt, oben das rote Gehäuse von der 3075. Unten drunter hätte jetzt dieses schwarz-graue Fahrgestell gehört, was zu der Lok normalerweise passt. Stattdessen habe ich ein Fahrgestell von dieser beige-türkisen Farbvariante drunter, wohl von dem Modell 3674. Und für mich beißt sich das einfach richtig in den Augen, diese Kombination von diesem Türkis-Blau unten drunter und dann dieses Rot. Und deswegen ist das hier das letzte Bild, bevor ich angefangen habe, das Ganze farblich zu verändern. Hier haben wir das Modell dann auf meinem Arbeitstisch. Als Unterlage nehme ich übrigens eine Gipskartonplatte. Das ist nicht ganz so grellweiß, zum Filmen ganz gut geeignet und trotzdem bleibt es schön gerade und ist nicht so empfindlich. Und wenn es dann komplett eingekleckert ist, das Teil, dann wird es einfach entsorgt, weil es so gut wie nichts kostet. Als erstes trenne ich das Gehäuse vom Fahrgestell. Und mein erster Arbeitsschritt ist dann, die weißen Zierlinien hier auf der Seite nachzuziehen, die entweder abgegriffen sind oder nicht richtig gedruckt wurden. So sieht das Ganze dann aus, nachdem ich die seitlichen Zierlinien von diesem Rahmen dann nachgezogen habe. Oben habe ich jede Menge drüber gekleckert. Das Ganze wird jetzt wieder korrigiert mit Silber bzw. Eisenton. Und nachdem ich das nochmal korrigiert habe, sieht das Gehäuse dann so aus. Als nächstes gehe ich dann an die Front, denn komischerweise ist bei dem Modell diese Blende vorne um die Lampen drumherum in weiß gehalten. Die ganzen Vorbildfotos, die ich aber finden konnte, ist das prinzipiell Silber, also muss das natürlich auch bei mir wieder Silber werden. Wird von mir von Hand gepinselt. Trotz meiner Zitterei, denke ich mir, habe ich das ganz gut getroffen und im oberen Bereich bin ich hingegangen und habe dann die Scheibenwischer noch ein bisschen schwarz gepinselt und die theoretischen Gummiumrandungen oder Scheibeneinfassungen oben habe ich auch in schwarz angelegt. Dann verpasse ich dem Dach als erstes ein Washing aus extrem verdünntem Schwarz, um dem Ganzen so ein bisschen Tiefe zu verleihen. Und nachdem das Ganze abgetrocknet ist, fange ich mit den Pulverfarben an. Wobei ich hier sagen muss, ich habe jetzt zum allerersten Mal diese Pulverfarben, habe keinerlei Erfahrung damit. Und wie ich angefangen habe, das auszutupfen, kam mir das erstmal viel zu dunkel, viel zu schwarz vor. Ich habe erstmal kräftig losgelegt und war überrascht, dass das eigentlich viel zu stark war. Das wurde dann so eine richtig dicke Schicht und das Ganze sah nachher eher aus wie von der Dampflokomotive als das Dach von der Diesellokomotive. Und da war klar, von diesem Pulver muss wieder runter. Also habe ich einen Schwamm angefeuchtet und angefangen, das Ganze wieder abzutupfen, sodass das so einigermaßen realistische Formen angenommen hat. Solange bis ich mit dem Ergebnis dann einigermaßen zufrieden war. Danach habe ich das Gehäuse dann wieder aufs Fahrgestell gesetzt. Ursprünglich hatte ich die Idee, eigentlich unten auch noch die Radblenden abzumachen. Aber an dem Teil mit dem Schleifer war die Lokomotive mit dem Stromkabel verbunden. Deswegen habe ich das erstmal wieder zusammengelassen und habe versucht, hier möglichst wenig da in die Räder und nachher zwischen die Achsen zu bekommen. Und habe das jetzt erstmal versucht, so mit Pulver zu beschichten. Das Ganze hier erstmal auch wieder mit einem Schwarzton, was auf den Bildern hier leider überhaupt nicht zu sehen ist. Hier das Ergebnis und es ist auf den Bildern überhaupt kein Unterschied zu sehen. Bei mir in der Praxis war das natürlich anders. Aber ich konnte es mit der Kamera für euch hier leider überhaupt nicht rüberbringen.
Dann ging es hier mit so einem braunen Rostton unten an die Drehgestelle. Und wie gesagt, ich habe versucht, jetzt nicht allzu viel da unten zwischen die Räder zu bekommen oder zwischen die Achsen zu bekommen. Das ging jetzt für das erste Mal eigentlich relativ gut. Als nächstes habe ich dann oben die Lüftergitter behandelt. Leider habe ich das vergessen zu filmen. Der nächste Schritt ist dann oben mit der Nadel die Farbe wieder zwischen den Lüftergittern rauszunehmen, sodass das hier nicht so zusammengelaufen nachher aussieht. Dann bin ich hingegangen und habe mit einem Gemisch aus so einem Sandton und Weiß versucht, jetzt so einen Staubauftrag in den unteren Bereich hineinzubringen. Und da gingen dann die Schwierigkeiten los. Weil im unteren Bereich dieser bläuliche Teil der Lokomotive ist komplett aus Metall und der obere aus Kunststoff. Und die beiden Materialien und Farbtöne haben hier diesen neuen Auftrag komplett anders wiedergegeben. Das heißt, ich habe es jetzt hier nicht geschafft, diesen unteren Bereich im Grunde genommen so darzustellen, dass wir hier eine komplett überzogene Staubschicht haben und das ineinander übergeht, sondern das sieht jetzt so aus, als ob der untere bläuliche Bereich eine komplette helle Staubschicht drauf bekommen hat und der rote obere Bereich hat das mehr oder weniger überhaupt nicht angenommen, beziehungsweise ist es so gut wie nicht sichtbar. Und das Ganze mit dem Ergebnis, dass ich also immer noch das Gefühl habe, dass diese beiden Gehäuseteile komplett getrennt sind und das jetzt leider nicht so schön harmonisch in einem Farbübergang ineinander übergeht. Ich habe dann versucht, das Ganze noch ein bisschen irgendwie anzugleichen, bin nochmal mit Dunkel drüber gegangen und nochmal mit Hell und so weiter und so fort. Aber das ist alles nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe die Lokomotive jetzt mehr oder weniger erstmal so gelassen, wie sie ist, aber noch keinen Klarlack drauf gebracht, um das Ganze zu versiegeln, weil ich nicht sicher bin, ob ich das wirklich so lassen werde. Die Möglichkeit wäre jetzt hier nochmal mit dem Airbrush ranzugehen und nochmal mit komplett anderen Farben drüber zu gehen. Und beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich hingehen und den Untergrund vielleicht ein bisschen besser vorbereiten, in der Hoffnung, dass diese Pulverfarben sich dann einfach ein bisschen besser verteilen. Und hier haben wir dann das vorläufige Ergebnis, Lokomotive wieder auf die Anlage gestellt. In der Praxis sieht es nicht ganz so dramatisch aus, ist jetzt hier von der Beleuchtung auch, dass diese Lüftergitter hier ein bisschen extrem spiegeln, aber das Ganze wirkt halt überhaupt nicht harmonisch. Und sieht für meinen Geschmack eher voll gekleckert aus, statt irgendwie gealtert oder das Ganze von der Optik her irgendwie harmonischer geworden als vorher. Ich bin zwar froh, dass ich diesen Blau-Grünton da unten rausbekommen habe und sich das nicht mehr ganz so abstößt, aber ich hatte ganz andere Vorstellungen von dem Ergebnis und wie gesagt, werde eventuell nochmal nacharbeiten. Hab das dann vor meinen Güterzug gehängt, den gealterten, mit den ersten 3 gealterten Wagen. Dann sieht das jetzt auf der Anlage eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber entspricht in keinster Weise meinen Vorstellungen. Habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht lieber bei den Häusern bleiben sollte, denn mit den Fallerhäusern, den beiden, die ich jetzt hier farblich behandelt habe und neu aufgebaut habe, das habe ich ja ganz gut hinbekommen. Vielleicht sollte ich eigentlich keine Wagen altern und keine Lokomotiven. Oder ist vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl? Irgendwas will mir das sagen. Auf jeden Fall hat mich diese Lok zum 3. oder zum 4. Mal enttäuscht und geärgert. Vielleicht liegt es auch nur an meinen Fähigkeiten, mit dem Material nicht zurechtzukommen. Ich habe es jetzt erstmal so gelassen, bevor ich das Ganze noch schlimmer mache. Und muss mir hier noch irgendwas anderes überlegen. Wenn die Lok dann hier ihre Runden dreht und auf 1 Meter Abstand fährt, ist es nicht so dramatisch. Aber da habe ich schon wesentlich bessere Sachen gesehen und da muss ich noch ein bisschen nachlegen. Jo, das war's hier von mir mit meiner kleinen Diesellokomotive, die mich zum 3. oder 4. Mal geärgert hat. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr ein paar Tipps habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich probiere gerne was anderes aus, um das Ganze noch zu verbessern. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis gleich.